Hallo zusammen, da bin ich wieder. Heute lernen wir 20 häufige Verben, die immer den Akkusativ brauchen. Diese Verben benutzen oder brauchen wir jeden Tag. Fast 80% Verben in der deutschen Sprache brauchen den Akkusativ. Aber heute machen wir nur 20. Bleibt bitte dran, das soll dir helfen. Hi everyone, you are all welcome to learn German at Riter-Lern-Raum. In today's lesson, we'll be learning 20 commonly used accusative verbs. Almost 80% of the verbs in the German language requires the accusative. So the question is, how can we know if a verb is accusative or not? The simple answer is by learning. So stay tuned for these 20 verbs that we are going to do today will definitely improve your speaking skills. Verb Nummer 1, haben, to have. Zum Beispiel, ich habe einen Termin. Ich ist das Subjekt, habe ist das Verb und einen Termin ist das direkte Objekt. Verb Nummer 2, brauchen, to need something. Zum Beispiel, ich brauche ein Auto. Ich auch ist das Subjekt, brauche ist das Verb und ein Auto ist das direkte Objekt. Verb Nummer 3, suchen, to search or seek. Zum Beispiel, suchst du immer noch eine Wohnung? Suchst ist das Verb, du ist das Subjekt und eine Wohnung ist das direkte Objekt. Und direktes Objekt ist immer im Akkusativ. Verb Nummer 4, wollen, to want. Wollen ist ein Modalverb und das machen wir in einem anderen Video. Zum Beispiel, Peter will die Hausaufgabe nicht machen. Peter ist das Subjekt, will ist das Verb und die Hausaufgabe ist das direkte Objekt im Akkusativ. Verb Nummer 5, finden, to find. Zum Beispiel, wie findest du den Pullover? Findet ist das Verb, du ist das Subjekt und den Pullover ist das direkte Objekt. Und es ist immer im Akkusativ. Verb Nummer 6, essen, to eat. Ich esse einen Salat. Ich ist das Subjekt, esse ist das Verb und einen Salat ist das direkte Objekt. Und es ist immer im Akkusativ. Verb Nummer 7, lesen, to read. Zum Beispiel, er liest gern einen Roman. Er ist das Subjekt, liest ist das Verb und einen Roman ist das direkte Objekt. Verb Nummer 8, sehen, to see. Siehst du mich? Siehst ist das Verb, du ist das Subjekt und mich ist das Personalpronomen im Akkusativ. Verb Nummer 9, vergessen, to forget. Zum Beispiel, er hat seinen Geburtstag vergessen.
Dieser Satz ist imperfekt und da machen wir auch perfekt in einem anderen Video. Hier ist das Subjekt, hat ist das Verb und vergessen auch. Und seinen Geburtstag ist das Possessivpronomen im Akkusativ. Und wenn ihr jetzt noch Probleme mit Possessivpronomen habt, dann empfehle ich euch, mein Video über Possessivpronomen zu schauen. Verb Nummer 10, nehmen, to take. Zum Beispiel, nimmst du den Pullover? Nimmst ist das Verb, du ist das Subjekt und den Pullover ist das direktes Objekt. Das ist bestimmte Artikel im Akkusativ. Verb Nummer 11, hören, to hear. Zum Beispiel, Frau Neri, ich höre sie nicht. Ich ist das Subjekt, höre ist das Verb und sie ist das Personalpronomen im Akkusativ. Verb Nummer 12, kaufen, to buy. Ich kaufe jeden Tag. Und heute kaufe ich einen Orangensaft. Ich, hier ist auch das Subjekt. Kaufe ist das Verb und einen Orangensaft ist das direktes Objekt. Das ist unbestimmte Artikel im Akkusativ. Und wenn ihr jetzt noch Probleme mit den Artikeln habt, dann empfehle ich euch, noch einmal mein Video über den bestimmte und unbestimmte Artikel im Akkusativ zu schauen. Verb Nummer 13, bezahlen, to pay. Heute bezahlt er die Rechnung. Bezahlt ist das Verb, er ist das Subjekt und die Rechnung ist das direktes Objekt im Akkusativ. Verb Nummer 14, lieben, to love. Blessing liebt ihre Familie über alles. Blessing ist das Subjekt, liebt ist das Verb, ihre Familie ist das direktes Objekt. Verb Nummer 15, bekommen, to get. Zum Beispiel, ich habe einen Brief bekommen. Einen Brief ist das direktes Objekt und im Akkusativ. Verb Nummer 16, bestehen, to pass. Zum Beispiel, hast du die Prüfung bestanden? Und dieser Satz auch ist imperfekt. Hast du die Prüfung bestanden? Bestanden ist das Verb und du ist das Subjekt und die Prüfung ist das direktes Objekt im Akkusativ. Verb Nummer 17, besuchen, to visit. Zum Beispiel, besuchst du mich im Sommer? Mich ist das direktes Objekt. Verb Nummer 18, kennen, to know. Zum Beispiel, das ist Peter. Kennst du ihn? Ihn ist das Personalpronomen im Akkusativ. Verb Nummer 19, trinken, to drink. Peter trinkt jeden Abend ein Glas Wein. Ein Glas Wein ist das direktes Objekt und es ist immer in Akkusativ. Verb Nummer 20, verstehen,
to understand. Verstehst du mich? Ich hoffe, dass du mich verstehst. Und wenn du mich verstehst, bitte in den Kommentar schreiben. Und das war für heute. Und ich hoffe, du etwas von dem Video gelernt hast. Und wenn dir das Video gefällt hast, bitte gib mir einen Daumen hoch und auch nicht vergessen, einen Kommentar zu hinterlassen, sowie auf meinem Kanal zu abonnieren. If you enjoyed the video, please do click the like button and also subscribe for more videos. And do not forget to drop a comment so that I can know your thoughts. Thanks for watching. Ich schicke dir Rita Grüße und bis zum nächsten Mal.